Oh, das wird dann wohl der Dude sein, oder? Wer bist du? Du wirkst journalistisch. Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. It's a disgrace. People are left to die alone. No one is properly informed of the risks. These are bad times indeed. So much for the glorious British Empire. What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. Das ist gut. Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? I must confess, some of my rational views have been shaken by recent events. I'll remember to stay away from the district's roughest streets then. Ja, das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Vampyr Bullshit, go! Christina Popper claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story is exactly what I want my readers to understand. We live in an intolerant and divided nation. Do you think things will ever change, Mr. Darby? I believe the situation can only improve. And now that women can vote, I'm convinced things will change. Der Typ wirkt recht, ich sage jetzt einmal, up to date mit seinen Ansichten. Machen wir bei der Story weiter. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? I'm a doctor, Mr. Darby. I care about everything involving public health and this epidemic. Are you sure you're not just concerned about the repercussions that a scandal involving a certain Nurse Crane from the Pembroke Hospital would bring? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. He has no relatives at all? No. Except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. Oh, behind the church. Ich hab's gewusst. Tut mir das kalt sein. Aha, ach. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Okay. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Okay, finde den Briefkasten und den Brief. Und finde Richard Nethercott. Wo leitet mit das Ding jetzt hin? Ernsthaft, ihr habt jetzt zwei tolle Ys. Was haben wir da, oder? Hinten. Hinter der Kirche. Ja, schau, ich muss da rein. Und komme dann da hinten vorbei. Oder ich komme vielleicht da rein. Das sehen wir. Gehen wir mal da nach hinten. Haben wir da mal einen Unterschlupf oder was ist da?
Wusch. Aber wieso wird die dann da abfahren wollen? Da ist ja nix. Dich kenne ich nicht. Blumen! Oh. Ein kleiner Blumenstrauß, ein Gutschein für eine kostenlose medizinische Untersuchung ist zwischen den Blumen versteckt. Oh. Oh, hoppsala, damit habe ich jetzt sogar nicht gerechnet. Meine lieben Kinder, es tut mir so leid, dass ihr einige Monate lang nichts von mir gehört habt. Die Lage in London war schwierig. Ich weiß, es klingt vielleicht egoistisch und töricht, wenn ihr, meine Kinder, noch in einem Land lebt, das vom Krieg heimgesucht wird, aber auch hier in England tobt ein Krieg. Ein Krieg gegen Armut und Ungerechtigkeit. Diesen Krieg will ich trotz meines fortgeschrittenen Alters führen. Deshalb schreibe ich euch heute. Ich werde nicht nach Rumänien zurückkehren. Das bedeutet, ich sehe euch wahrscheinlich nicht wieder, bevor ich sterbe. Seid nicht traurig, meine Lieben. Ihr seid mittlerweile erwachsen und habt selbst Kinder. Ihr wisst, welche Opfer wir manchmal bringen müssen, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und dieses muss ich nun bringen, damit ich mich noch ein letztes Mal nützlich fühlen kann. Ich wünsche euch ein langes und glückliches Leben. Gebt meinen Enkeln einen Kuss von mir und vergesst nicht, dass euer Vater euch auch weit ab der kalten Heimat liebt. Euer euch ewig liebender Vater, Darius Petrescu. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Ja, aber jetzt muss ich noch den anderen Dudikopf da hinten finden. Ist das da auch schon wieder sowas? Ja. Du verdammste Sachen. Du bist schuld. Ich sprich jetzt mit dir. Good evening, miss. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few questions. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. Oh, das ist doch die Dame, die nichts spricht. Vampire Bullshit, go. Melia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Wirklich, ja? Was kannst du? Du bist gesund. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Very well. Goodbye then. Ja, das hilft leider dann nichts, wenn es nicht mit mir reden will. Ich glaube, das da herausten zu lassen, ist auch nicht sonderlich gescheit beim Regen, oder? Ja, ist auch wieder so ein Sträußchen, das ist okay. Haben wir da noch irgendwas Interessantes? Ja, nein, er bleibt aber lieber da. Drinnen, das passt schon. Status bedenklich, ich weiß, darum habe ich schon mal jemandem geholfen. Oh, It's locked. von der anderen Seite. Das ist genauso wie gedacht. Man kommt da nicht rein, man muss also rundherum. Wie schaut's da aus? Achso, da wird es auch nichts bringen, gell? Kann ich wahrscheinlich nicht mehr auf geheiligten Boden gehen, oder? Quarantänezone. Nein! Ja, okay, hilft nichts. Dann muss ich wirklich rundherum und alles Kall besiegen. Oh! Oder vielleicht nicht. Doch. Wohl, doch, muss ich. Verflucht sei dieser Architekt. Ist da wenigstens irgendwas Interessantes? Na! Na, man darf da einfach einer, um dann festzustellen, dass da nichts ist. Auf und davon. Dann werden wir jetzt wahrscheinlich mal wieder Pascal schnetzeln, wie es ausschaut. Erschöpfung. Ich habe leider gerade nichts für Erschöpfung dabei, Bro. Oh, ho, ho. Und durch die Kirchen kann ich nicht, weil... Warum auch immer.
Wow, wo kommt denn der her? Wow, Vorsicht, Vorsicht. Na, 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 na. Aus, 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 aus. Einer von euch darf schon... Hey! Hey, Bro! What the fuck soll das? Komm doch nicht von so ein paar Excaliburs. Da ist es. Und die muss jetzt noch schnell stunnen und essen. Wo sind denn die bitte auf einmal herkommen? Wow, Mann. Ist irgendwas zum Looten da? Eisentatrat. Oh, man hört noch immer welche, aber das könnten einfach nur Background Noises sein. Zigaretten-Etui, toll. Patronen, das ist schon mal gut. Vielleicht sollte man Schusswaffen wie würde ich sagen? Vielleicht sollte ich mal Schusswaffen ausrüsten. So. Und vielleicht sollte ich das da auswählen. Das macht der Spur mehr schon. Ja, nimm das. Ja. Das Menü, das hätte man so viel besser machen können. Dann nimm mir jetzt bitte das. Geht nicht? Wieso geht das nicht? Also mit der Menüführung habe ich echt keine Freude. Ich habe die sogar ausgerüstet. Der braucht halt wenigstens weniger Ausdauer, macht aber weniger Schaden. Der ist langsamer, macht aber wesentlich mehr Schaden. Ist dafür aber, glaube ich, zweihändig, ja. Weißt du, was dann lose das da war? Wäre aber da stattdessen das ausrüsten. So mache ich das. Und ich muss mehr auf die Sera denken. Wirklich. So, lass mich mal umschauen. Was haben wir denn da? Wo geht's da eigentlich hin? Nirgends. So, das ist Entweder-Karten? Ja. Ich frage mich aber echt, wo die ganzen Skull gerade herkommen sind. Die haben sie einfach herportet. Richard, Bro. Oh, was haben wir da? Flasche mit Alkohol hilft immer. Das wird er sein. Da ist es sicher der Richard. Wieso bist du da? Richard, wieso bist du da? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. Okay, reimen wir mal kurz ein bisschen. May I ask what you're doing? Genau das zum Beispiel, genau das. Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not.
Eindeutiger Künstler. What are your thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. Aha. Peaceful. That's quite an unusual way to speak about the epidemic. And very inappropriate, I must say. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor, and my family despises me. Oh, schön. If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear Doctor. Das war jetzt nicht einmal Unrecht, das stimmt. Und das ist sogar Erkältung. Kann ich was Persönliches fragen? Was soll das sein? Reden wir doch zuerst einmal. Obwohl. Machen wir zuerst die Tell me, Dialoge. Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. Das ist wirklich ein bisschen morbid. Aber ich hätte gerne ein Beispiel. In what way exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles and the added hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox. The stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. Wirklich ein wenig Do you morbid. not think it a little morbid? On the contrary, sir, Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much, and that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. Ah, okay. Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? Wer war's das schon, gell? And have you ever tried to learn more about her? Where she lives? How she survives? Whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? Etwas, ja. Ja, dann machen wir wieder Vampire-Bullshit. Go! Did you know the mute florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the precious Camellia. Are you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Nethercott. Guilty as charged, Dr. Reed. Er wirkt aber wie ein netter Kerl irgendwie. Aber machen wir da weiter. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no, never heard of her. Okay, aber sicher vom Darius. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu. Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills.
Mhm. Schauen wir, was haben wir jetzt eigentlich? Oh, wir haben alle seine Hinweise. Hätte er nicht gerade Bronchitis, war der Typ echt viel wert. Das war jetzt gerade ein Satz, wo ich mir niemals gedacht habe, dass ich ihn jemals sagen werde. Schau, wir kennen jetzt schon sehr viele Leute, aber alle haben ein bisschen was. Migräne, Erschöpfung, Bronchitis, Erkältung und ich glaube, ich kann nichts davon irgendwie heilen, oder? Wie die Rezeptchen, die ich habe? Sammelobjekte, ja, das ist echt schön mit den Sammelobjekten. Sehe ich irgendwo, was ich machen kann? Was für Rezepte? Na, gell? Ich glaube nicht. Na, schaut nicht so aus. Ich glaube, wir haben jetzt also alles. Danke. I'll leave you alone, sir. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. So, dann werden wir da noch schnell alles mitnehmen, was zum Mitnehmen ist. Absagebrief eines Verlegers. Ja, ich habe ja gerade gedruckt für Details. Ich hätte es einfach gern gleich offen gehabt. Ah, die Menüführung. Ja, ich werde schon irgendwann finden. Ach, die Menüführung, wirklich. Ist da irgendwas Interessantes? Nein. Dafür komme ich jetzt wenigstens regelmäßig so gleich hin. Oh, die Kamille gab es 5000 EP, das wäre richtig schön. Aber natürlich nehmen wir sie uns nicht als Opfer. Aber was ist jetzt eigentlich da hinten? Da muss es ja einen Grund geben, dass ich da aufkomme. Vor allem, ich kann da nicht einmal oben. Wieso bin ich dann da? Kann ich da durch? It's locked. Oh, es ist immer gelockt. Ich suche jetzt einmal schnell meinen Unterschlupf. Und dann schauen wir, ob ich ein bisschen Medizin für die Leute machen kann, weil der Gesundheitsstatus von da ist ja schon bedenklich, haben wir gesagt. Und das ist was, was wir eigentlich nicht wollen. Da drin. Hello, young man. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Oh. Probieren wir's. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Okay then. Come on in. I'm Harry, by the way. Das ist cool, ich habe keine Ahnung, wer du bist. Also, Harry. So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Mal schnell schauen, wer bist du? Harry Peterson? Joe Peterson. Ah! Der steht da draußen. Okay, cool. Gut zu wissen. How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. I'm just tired of being sick all the time. If only I could be tough like... Well, you know. Speaking of which, what can you tell me about your father? My father is an idiot who makes idiot things. That's all I have to say. Forgive my bluntness, young man, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision. Also von der Lautstärke ist das nicht die kleinste Violine der Welt. Does this look like a nice place to live? I'm sure your father did his best when he found this house. Times are tough for everyone, young man. That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. I wasn't even consulted when we moved here. If life here is so terrible for you, why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father about it? I don't go outside. It terrifies me so. I went outside once without my father noticing and I saw terrible things. Bloody and frightening things. So that's why you stay at home all day?
For fear of the epidemic? I'm not afraid of disease or death, Dr. Reed. It's the living I'm afraid of. Oh Mann, der Typ hat's auch nicht gerade leicht, hä? Your father and Mr. Lewis used to be good friends. What happened, Harry? I was young then. I don't remember Mr. Lewis ever coming back again after my mother died. Or was it after my father started bullying him? I don't know. Have you tried speaking to Mr. Lewis about it? I don't go out often, but yes. And he scolded me and told me to leave him alone. I guess my father frightens him too much. But you are not responsible for your father's actions. Am I not? Dad always says that he joined that gang for my safety. So if I wasn't born, people wouldn't be worrying about Colossus Joe. Ich glaube, du hast nicht nur Erschöpfung, Bro. Ich glaube, du hast ein tiefliegenderes Problem. Probieren wir mal und rennen wir da drüber. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. Yes, I know her. She came here to examine me when I was very sick. She said I should go out more. Ne, das scheint's da bei mir gewesen zu sein. Goodbye, young man. Take care of yourself. Und jetzt bin ich einfach so in dem Haus. Even my dreams are soaked with glue. Ich meine, die dürfen jetzt einfach so in dem Haus umschauen, wirklich? Einfach so? It's locked. Was für Absagebrief? Oh je. Abgelehnt worden in der Stelle von einer Werft, okay. Das heißt, er wollte ja tatsächlich woanders arbeiten. Armer Kerl. Aber warum konnte sie den Absagebrief auf? Das ist echt mies, kleiner Harry. Und das stört dir nicht, dass er einfach sowas flader? Oh, du bist wirklich mies drauf. Ja, ja, wir wissen das da eh. So, jetzt wäre das Versteck aufsuchen. Wo war denn das schnell? Ah, das ist ja gleich da hinten. Aber aufblutisieren kann ich mir noch schnell. Gib mir das. I can't believe I'm doing this. Und da noch eine. I have this thirst for blood. Keep I out. cannot enter. Was? Wieso? Das ist es doch. Ist es das nicht? Ist nicht genau, da ist mein Versteck. Oder ist es da war? Dude! Ich hab mir doch die Karte irgendwo in mein Versteck, gell? Ist das weiter fuhren? Dead Inside, ja, das ist toll, toll, toll. Mein Versteck da war? Gibt's doch nicht. Schau, schau, da hinten ist es. Das? Das ist mein Versteck? Na. Sicher, schau, das ist mein Versteck. Aber da sind doch Skull drinnen. Aber da sind doch Skull drinnen, oder? Ist das nicht das? Bro, das sind wir Versteckse. Das finde ich jetzt gerade gar nicht mehr so cool.
Unterschlupf freigeschaltet, danke. Und das Karl, oh, das sind irgendwo da draußen, wie es ausschaut. Das sieht man so durch. Okay. Das ist cool. Gibt es da eine Werkbank? Ja. So, da, was kann man da schnell machen? Wir haben Blutvergiftung, haben wir niemanden da. Aber wir haben was gegen Blutarmut und wir haben was gegen Erschöpfung. Und die Leute haben da was? Erschöpfung, Erschöpfung, Erschöpfung. 3 Leute brauchen was für Erschöpfung. Und was brauche ich alles für Erschöpfung? Eins und 2 und 3. Perfekt. Die 3 Leute können dann mit dem fuhren, damit es nicht noch mehr irgendwie krank werden. Das ist gut. Was haben wir mit dem eigentlich? Das kann man analysieren. Oh, interessant. Oh, sehr interessant. Das macht es natürlich wesentlich einfacher, oder? So, also jetzt haben wir 3-mal Erschöpfung. Bronchitis können wir machen und Lungenentzündung. Achso, nein, können wir nicht. Dafür haben wir 2 nicht. Lass mal schauen, was haben wir noch? Ich heile alle. Also einmal Erschöpfung, 2-mal Erschöpfung und 3-mal Erschöpfung haben wir. Bronchitis, Erkältung. Ja, stimmt eigentlich. Migräne. Bronchitis und Erkältung haben wir dann noch. Erkältung kann man es machen und Bronchitis kann man keins machen. Migräne haben wir noch nicht. Aber Erkältung können wir ans basteln, das ist gut. Und für Bronchitis fehlt uns Kaliumpermanganat. Danke. Finde ich gut. Das heißt, wir werden unsere Leid weiter heilen. Damit sie das in dem Bezirk vielleicht einmal wieder ein bisschen beruhigt.